Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Ich hoffe, euch geht's gut im Alltag und ihr genießt euer Leben. Danke, dass ihr mit meinem Kanal weiterbleibt. Ich werde weiter über die Ereignisse in Russland berichten, wenn ich etwas Interessantes gefunden habe. Russland ist ein sehr großes Land und jede Woche passieren bei uns irgendwelche Ereignisse und ich versuche, etwas Interessantes für euch zu finden, was für euch als Ausländer interessant sein kann. Es gibt natürlich viele regionale Nachrichten, aber die sind nicht so interessant. Ich möchte solche Ereignisse beleuchten, die das ganze Land betreffen. Wir haben in Sibirien immer noch den richtigen Winter, obwohl kältere Temperaturen schon nachgelassen sind. Es ist ein bisschen wärmer geworden, zwischen -10 und 15 Grad Celsius. Erst Anfang März rechne ich mit den wärmeren Temperaturen. In meinen Nachrichtenvideos zeige ich meistens meine Spaziergänge in der Stadt Irkutsk, wo ich mich momentan aufhalte. Und in diesen Videos könnt ihr sehen, wie die Stadt aussieht und welches Wetter wir momentan haben. Wenn ihr Freunde und Bekannte habt, die auch ein Interesse für das Leben in Russland haben, dann bitte ich euch, mit ihnen den Link auf den Kanal zu teilen. Danke im Voraus. In diesem neuen Video möchte ich euch auch einige Nachrichten gerne vorlesen. Dabei bummeln wir zusammen auf der Karl-Marx-Straße. Das ist vermutlich die größte Straße von Irkutsk, wo viele historische Gebäude stehen. Die sehen wirklich schön aus. Auf meinem Kanal gibt es zwar einige Videos von dieser Straße, aber es ist schon lange her, als ich dadurch letztes Mal gelaufen bin. Weitere Videos aus Irkutsk kann man in der gleichnamigen Playliste finden. Bitte anschauen, wenn verpasst. Also wenn ihr wirklich ein Interesse für das Alltagsleben in Russland habt, dann bleibt bitte dran. Los geht's! Asylanträge in Russland. Seit dem Jahr 2021 stellen deutsche Staatsbürger unter den Bürgern der EU-Mitgliedstaaten die größte Gruppe derjenigen, die in Russland Asyl beantragen. Ein Blick auf die Zahlen zeigt eine deutliche Entwicklung. Im Jahr 2022 wurden 54 Asylanträge von deutschen Staatsangehörigen in Russland gestellt. 2024 stieg diese Zahl auf 182 Anträge. Im Jahr 2025 wurden 129 entsprechende Gesuche eingereicht. Insgesamt wurden im Jahr 2025 in Russland 8.220 Anträge auf vorübergehendes Asyl registriert. Ausländische Arbeitnehmer. Arbeitgeber in Russland dürfen ausländische Staatsbürger künftig rechtmäßig entlassen, wenn in einer Region Beschränkungen für die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte eingeführt werden. Die entsprechenden Gesetzesänderungen treten am 1. März dieses Jahres in Kraft. Derzeit sieht das Arbeitsgesetzbuch vor, dass ein Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis mit einem ausländischen Arbeitnehmer nur dann beenden darf, wenn entsprechende Beschränkungen auf föderaler Ebene eingeführt wurden. Regionale Maßnahmen stellten bislang keinen ausreichenden Kündigungsgrund dar. Im vergangenen Jahr, als einzelne Regionen solche Einschränkungen eigenständig beschlossen, konnten Kündigungen ausländischer Arbeitnehmer daher als rechtswidrig eingestuft werden, da sie nicht mit dem Arbeitsgesetzbuch vereinbar waren. Die nun ab Frühjahr geltenden Änderungen schließen diese rechtliche Lücke. Russland-Tourismus. China bleibt weiterhin das wichtigste Herkunftsland für Touristen in Russland. Die stärksten Wachstumsraten verzeichnen jedoch derzeit Länder des Nahen Ostens und Asiens, insbesondere Vietnam, Oman, Indien und Saudi-Arabien. Auch aus mehreren europäischen Staaten ist ein Anstieg der Besucherzahlen zu beobachten. Wie der russische Tourismusverband unter Berufung auf Statistiken des Grenzschutzdienstes des FSB mitteilte, entfiel im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte des gesamten Einreisetourismus auf chinesische Staatsbürger. Die höchsten Zuwächse wurden jedoch aus Saudi-Arabien, Vietnam, Oman und Indien registriert. Im Jahr 2025 reisten insgesamt
1,6 Millionen ausländische Staatsbürger zu touristischen Zwecken nach Russland ein. Das entspricht einem Plus von 4,5% gegenüber dem Vorjahr. Allerdings hat sich das Wachstum verlangsamt. 2024 lag der Anstieg noch bei über 134%. Mehr als die Hälfte der touristischen Einreisen entfiel auf chinesische Staatsangehörige. Im Vergleich zum Vorjahr ging ihre Zahl jedoch um 1,6% zurück. Den Anstieg des Touristenaufkommens aus den Golfstaaten führt der russische Tourismusverband vor allem auf die zunehmende Zahl direkter Flugverbindungen nach Russland zurück, insbesondere nach Moskau und Sankt Petersburg. Zudem stiegen die Touristenzahlen aus einigen europäischen Ländern. Die Zahl der Einreisen aus Italien erhöhte sich um 33,6%, aus Frankreich um 23,5%. In absoluten Zahlen entspricht dies jedoch lediglich rund 10% des früheren Niveaus. Trotz der niedrigen Ausgangsbasis warten Reiseveranstalter und Touristen in diesen Ländern nach Angaben des Verbandes auf eine Aufhebung der Sanktionen. Indische Arbeitskräfte. In Russland arbeiten bereits mehr als 70.000 indische Staatsbürger. Für das Jahr 2026 wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Derzeit wartet eine weitere Gruppe von 10.000 indischen Arbeitsmigranten auf die Ausstellung der erforderlichen Dokumente, um ihre Tätigkeit in Moskau und Sankt Petersburg aufzunehmen. Nach Angaben des Arbeitsministeriums werden indische Fachkräfte über ein Quotensystem angeworben. Diese Quoten werden jeweils ein Jahr im Voraus festgelegt. So konnten im Jahr 2025 rund 72.000 indische Staatsbürger nach Russland einreisen. Experten betonen, dass Russland bereit sei, eine unbegrenzte Zahl indischer Spezialisten aufzunehmen, um den Arbeitskräftemangel im Bauwesen, in der verarbeitenden Industrie und der Textilbranche, in der Lagerlogistik sowie in der Landwirtschaft auszugleichen. Die ersten 10.000 Arbeitskräfte befinden sich derzeit im Registrierungsverfahren, um ihre Tätigkeit in Moskau aufzunehmen. In Sankt Petersburg sind indische Arbeitnehmer bereits im kommunalen Bereich tätig, unter anderem bei der Straßenreinigung. In politischen Kreisen werden konkrete Zahlen zum Arbeitskräftemangel genannt. In der verarbeitenden Industrie fehlen rund 800.000 Arbeitskräfte, im Handel sogar bis zu 1,5 Millionen. Nach Angaben von Einwohnern Sankt Petersburgs sprechen die neuen Straßenreiniger aus Indien im Unterschied zu früheren Beschäftigten aus Zentralasien kaum Russisch und verstehen die Sprache nicht. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf eure weiteren Fragen und freundliche Kommentare, die das Alltagsleben in Russland betreffen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss. Ihr guckt, die Sonne lacht, sonnoben und klar. Sie strahlt auf die Dächer, wir sind alle da. Geschichte lebt hier in jeder kleinen Gasse, doch heute feiern wir in bunter Masse. Oh, ihr guckt so warm und schön, wo die Herzen strahlen, wie man selten gesehen. Lachen klingt in jeder Ecke weit, hier ist jeder willkommen in Fröhlichkeit. Der Wind tanzt durch die Straßen so leicht und fein. Er bringt das Glück mit, wir laden euch ein. Von nah und fern strömen sie herbei. Denn Irkutsk begrüßt dich so herzlich und frei. Oh, Irkutsk so warm und schön, wo die Herzen strahlen, wie man selten gesehen. Lachen klingt in jeder Ecke weit, hier ist jeder willkommen in Fröhlichkeit. Die Straßen erzählen
von gestern und heut. Mit jedem Schritt bringt man Freude und Freud. Die Menschen hier, sie singen Hand in Hand in Irkut, dem glücklichen Sibirienland. Oh, 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 Irkut, so warm und schön, wo die Herzen strahlen, wie man selten gesehen. Lachen klingt in jeder Ecke weit. Hier ist jeder willkommen in Fröhlichkeit. Irkut, die Stadt, die immer fröhlich lacht, mit offenen Armen und einer Seele, die erwacht.